mal sehen, was ich heute machen werde. Also eine Farbvorstellung habe ich auf jeden Fall. Aber ich möchte heute auch mein neues Werkzeug ausprobieren. To Paint. Also ja, die mir das geschenkt hat, hat halt auch nicht verstanden, warum ist das jetzt ein Küchenwerkzeug. Nein, natürlich nicht. Das benutzen wir natürlich hier zum Spachteln und ich möchte heute auch einen Unterschied feststellen zu dem Werkzeug, was ich sonst benutze und eben diesen beiden Spachteln. Also einmal hier den Kamm, einmal den flachen Spachtel. Und ich benutze dafür immer einen anderen. Den kennt ihr ja. Also den nehme ich sehr gerne, aber wir probieren das hier heute einfach mal aus. Mal gucken. Ja, eine Farbidee habe ich. Und zwar, ich möchte irgendwas Goldiges haben heute. Ich habe ja ein Gold, ein wunderschönes Gold, das liebe ich sehr gerne. Und ich schreibe dir wieder alles unter das Video. Schön, da geht doch gleich wieder die Sonne auf. Ja, und jetzt nehme ich hier mal den Spachtel und verteile das. Und ja, herrlich. Also das Gold ist toll und der Spachtel, den kann ich genauso gut nehmen wie den anderen. Das ist ein Fussel oder vielleicht ist es auch im Gewebe, manchmal ist es auch im Gewebe. Sowas, und wenn da ein Pünktchen ist, ziehe ich immer wieder einen Streifen da rein. Aber es macht nichts, es ist völlig egal. Kommt sowieso gleich wieder was rüber. Ja, schöne Muster drauf. Aber wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich es einfach wieder glatt. Und dann verschwindet das Muster und so kannst du hin und her arbeiten. Jetzt kann ich auch wieder die Streifen reinziehen. Hier ist rechts immer so eine schärfere Kante. Das liegt jetzt am Spachtel. Hier ist so eine Ecke. Die mache ich einfach ab. So, weg damit. Und jetzt kann ich auch einfach nochmal ein paar Streifen reinziehen. Ja, zum Eingrooven habe ich es jetzt erstmal. Jetzt bin ich drin in der Malerei. Und es funkelt und glitzert. Ein Sonnenlicht, einen guten Morgen. Sonnenschein ist das jetzt für mich. Jetzt habe ich gerade überlegt, was für eine Farbe ich noch dazu nehmen kann. Zu Gold passt natürlich toll das Pink hier. Das ist sehr, sehr schön. Gold und Pink finde ich super. Aber ich möchte heute erstmal mit Grün nochmal starten. Ich gebe da natürlich auch Schwarz dazu. Das erdet das Bild schön und die Farbnuancen werden dadurch nochmal anders. Also macht das ruhig. So, auf meiner Wiese am frühen Morgen gebe ich jetzt nochmal ein bisschen Pink, ein paar pinke Blumen, ein bisschen Rosa, Violett, ein paar Mischtöne. Es ist heute so dunkel, wir haben es morgens und es ist total dunkel draußen und es stürmt und regnet. Das macht ja nichts. Ich bin jetzt hier, gehe auf meine Wiese und ja, lass die Sonne scheinen und die Blumen zum Leben erwecken. Sind Geräusche, also dieses Kratzige, muss man mögen. Ich finde es super, ich mag das. Es ist halt nicht nur dieses feine Pinselgeräusch, sondern eben auch dieses Kratzige gehört einfach mit
zum Malen dazu, genauso wie man hier ja auch mal kratzbürstig sein kann. Und es ist ja nicht immer alles schön und gut. Und ja, diese Form gefällt mir gar nicht. Male ich halt wieder über und versuche hier meinen Kopf auszuschalten und mich einfach nur hier leiten zu lassen. So, wie geht es weiter? Ja, ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden, was grün sein soll. So, Gold, Pink, Orange sind jetzt schon schöne Farbtöne drin. Aber ich weiß jetzt noch nicht, welche Farbe ich jetzt noch weiter benutze. Ich mache hier einfach mit Grün weiter.
Oh ja, das war so schön bei dem Wetter. Es ist kalt und dunkel und es regnet und es gewittert hier total. Ich weiß gar nicht, ob man das immer gehört hat, aber auf jeden Fall war es wunderschön. Es hat, ja, natürlich gehen dann immer viele, viele Gedanken durch den Kopf, wenn man hier malt und Formen sucht. Und für mich ist es so meine Wiese mit Blütenstaub und morgen ja, Sonnenschein. So die Sonne geht auf und ich stelle mir vor, ich bin auf so einer wunderschönen Blumenwiese und ja, also einfach herrlich. Es ist einfach schön. Malerei bewegt einen einfach und tut total gut. Also ich bin voll heiser, sorry. Wir waren ja am Samstag so gut hier miteinander. Ich habe so viel geredet und ich bin immer noch total heiser. Aber es war so schön. Also Dankeschön für alles, für eure lieben Mitbringsel, für eure lieben Worte, die ihr auch hier immer auf den Kanal lasst. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus. Vielleicht sind die Kohlmeisen da, die zwitschern hier immer so laut. Das ist immer so schön. Oder auch das Rotkehlchen kommt immer. Oder die Amsel, die hier schon zweimal genistet hat. Ja, es ist alles am Regnen und hier kann man jetzt sitzen und seinen Kaffee genießen. Und ja, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Tschüss. In dem Buch findest du auch etwas zu dem Inhalt eines Bildes und ja, das leitet dich eben auch durch dein Bild und damit werden auch oftmals die Fragen beantwortet, nämlich wann weiß ich, wann ich aufhören soll. Ich schreibe zu diesen ganzen Themen auch immer mal wieder was in meinem Blog. Da schau gerne einfach mal rein. Den Link findest du auch unter dem Video. Also vielen Dank dafür. Danke für euer Sein hier auf dieser Plattform, dass wir uns hier alle treffen und jeden Sonntag zusammen chatten, ist für mich einfach, das gehört einfach dazu und ich freue mich darauf. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Werk, was ich machen werde, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was es wird. So weiß ich doch, dass es irgendwas wird, wo wir uns auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben, hier zu treffen und uns auszutauschen, die tolle Community zu bilden. Also Dankeschön dafür, danke für dein Like, danke für dein Abo, danke für deinen lieben Kommentar und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Sonntag. Tschüss!